Hallo Leon, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Mia, mir geht es sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe heute frei und bin sehr entspannt. Das freut mich. Übrigens, Jana hat nächste Woche Geburtstag. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, dass wir eine Überraschungsparty für sie organisieren. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Jana wird sich bestimmt freuen. Wann wollen wir die Party machen? Wie wäre es mit Freitag? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil Jana am Freitag bis 20 Uhr arbeiten muss. Es wäre besser, wenn wir die Party am Samstag machen. Passt es dir am Samstag um 18 Uhr? Ja, das passt mir gut. Wo sollen wir feiern? Wir könnten die Party bei mir zu Hause machen, weil ich ein großes Wohnzimmer habe. Was denkst du darüber? Einverstanden. Deine Wohnung ist perfekt. Wen möchtest du einladen? Ich schlage vor, dass wir Sarah, Maria und ein paar Kollegen von Jana einladen. Was würdest du davon halten? Das gefällt mir. Ich kenne Ihre Kollegin Emma. Ich kann sie anrufen. Was sollen wir essen und trinken? Wir könnten eine große Lasagne machen und dazu Salat und Kuchen servieren. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. Ich backe den Kuchen, weil ich das sehr gerne mache. Kannst du die Lasagne vorbereiten? Okay, kein Problem. Ich koche gerne. Und wer kauft das Geschenk? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir könnten ihr zusammen eine schöne Tasche kaufen. Da stimme ich zu. Jana braucht eine neue Tasche für die Arbeit. Wir können am Donnerstag zusammen einkaufen gehen. Geht es am Donnerstag um 16 Uhr? Ja, das geht. Und die Deko? Ich habe noch bunte Luftballons zu Hause. Super! Ich bringe meinen Lautsprecher mit, dann können wir Musik hören und tanzen. Jana liebt Popmusik, deshalb mache ich eine schöne Playlist für sie. Das ist eine tolle Überraschung. Aber wichtig, niemand darf Jana etwas sagen, sonst ist es keine Überraschung mehr. Du hast recht. Ich sage allen Gästen, dass sie ein Geheimnis behalten müssen. Perfekt, dann ist alles geplant. Bis Donnerstag. Bis dann, tschüss. Hallo Jonas, wie geht es dir heute? Hallo Mia, sehr gut, danke. Das Wetter ist so schön diese Woche. Ja, genau deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir am Wochenende ein Picknick im Park machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super. Ich liebe Picknicks. Wann hättest du Zeit? Wollen wir das am Samstag machen? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir am Sonntag gehen, weil ich am Samstag meiner Mutter helfen muss. Passt dir der Sonntag? Ja, das passt mir gut. In welchen Park sollen wir gehen? Wir könnten in den Stadtpark gehen, weil er in der Nähe ist. Was hältst du davon? Einverstanden. Der Stadtpark ist wirklich schön und hat viele große Bäume. Wen möchtest du einladen? Ich schlage vor, dass wir Sarah und ihren Bruder einladen. Er ist sehr lustig. Wie findest du den Vorschlag? Das gefällt mir. Ich möchte auch Maria fragen, weil sie am Wochenende immer allein ist. Was meinst du? Hervorragender Vorschlag. Je mehr Leute, desto besser. Was sollen wir essen? Wir könnten Sandwiches und Obst mitnehmen. Ich denke, es wäre besser, wenn wir auch etwas Warmes haben. Ich kann kleine Frikadellen machen und einen Nudelsalat vorbereiten. Was würdest du davon halten? Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Natürlich. Ich mache Frikadellen und einen Nudelsalat. Kannst du die Getränke und das Obst kaufen? Ach so. Ja, kein Problem. Ich kaufe Wasser, Saft und Erdbeeren. Soll ich auch eine Picknickdecke mitbringen? Ja, bitte. Ich habe leider keine. Und ich hätte noch einen guten Vorschlag. Wir könnten einen Ball mitnehmen und im Park Volleyball spielen. Das finde ich super. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Wie wäre es mit 12 Uhr am Parkeingang? Ja, das geht. Und wenn das Wetter schlecht ist, was machen wir dann? Gute Frage. Wenn es regnet, machen wir das Picknick einfach bei mir im Wohnzimmer. Das ist auch gemütlich. Einverstanden. Dann kann nichts schiefgehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich mich auch. Bis Sonntag. Tschüss. Tschüss, Mia. Hallo Felix, wie geht es dir? Hallo Mia. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Die B1-Prüfung ist schon in 3 Wochen. Ich verstehe dich. Ich bin auch nervös. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir zusammen für die Prüfung lernen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Zusammenlernen macht mehr Spaß und wir können uns gegenseitig helfen. Wo sollen wir lernen? Wir könnten in die Bibliothek gehen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil man in der Bibliothek nicht laut sprechen darf. Wir müssen aber das Sprechen üben. Es wäre besser, wenn wir bei mir zu Hause lernen. Was meinst du? Du hast recht, so machen wir es. Wie oft sollen wir uns treffen? Ich schlage vor, dass wir uns 3-mal pro Woche treffen.
Einverstanden. Wollen wir uns am Montag, Mittwoch und Freitag treffen? Passt es dir um 17 Uhr? Am Montag und Mittwoch geht es. Aber am Freitag kann ich leider nicht, weil ich arbeiten muss. Wie wäre es mit Donnerstag? Ja, das passt mir gut. Was sollen wir zuerst üben? Ich würde lieber mit dem Sprechen anfangen, weil das mein größtes Problem ist. Das gefällt mir. Sprechen ist auch für mich schwierig. Wir könnten die Dialoge aus dem Kursbuch üben und danach das Hören trainieren. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. Ich habe auch ein gutes Übungsbuch mit alten Prüfungen. Ich bringe es mit. Super! Ich habe eine App mit Hörübungen auf meinem Handy, die können wir zusammen benutzen. Perfekt. Und nach einer Stunde machen wir immer eine kleine Pause. Ich kann Tee kochen und ein paar Kekse kaufen. Das finde ich super. Ohne Pause kann ich mich nicht gut konzentrieren. Ich auch nicht. Also, wir starten am Montag um 17 Uhr bei mir. Meine Adresse ist Gartenstraße 12, direkt neben der Bushaltestelle. Bringst du dein Kursbuch mit? Ja, natürlich. Vielen Dank für deine Hilfe, Mia. Jetzt bin ich wirklich nicht mehr so nervös. Wir schaffen das zusammen. Bis Montag. Tschüss. Tschüss, Mia. Hallo Lukas. Schön, dass ich dich treffe. Wie geht es dir? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Ich hatte heute einen langen Tag im Büro. Oh, dann brauchst du Entspannung. Ich würde vorschlagen, dass wir am Wochenende zusammen ins Kino gehen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super. Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Wann wollen wir gehen? Hast du am Freitag Zeit? Nein, am Freitag kann ich leider nicht, weil ich meine Tante besuchen muss. Es wäre besser, wenn wir am Samstagabend gehen. Passt es dir am Samstag um 19 Uhr? Ja, das passt mir gut. Welchen Film möchtest du sehen? Es gibt einen neuen Actionfilm. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil ich Actionfilme langweilig finde. Ich würde lieber eine Komödie sehen. Im Kino läuft eine neue deutsche Komödie. Was würdest du davon halten? Einverstanden. Eine Komödie ist eine gute Wahl, dann können wir zusammen lachen. Wie fahren wir zum Kino? Wir könnten mit dem Bus fahren. Ich denke, es wäre besser, wenn wir mit der U-Bahn fahren, weil der Bus am Wochenende nur selten kommt. Was meinst du? Du hast recht, so machen wir es. Und wer kauft die Tickets? Ich hätte einen guten Vorschlag. Ich kann die Tickets online kaufen, das ist billiger. Hervorragender Vorschlag. Online gibt es oft Rabatte. Ich gebe dir das Geld am Samstag zurück. Kein Problem. Wollen wir vor dem Film etwas essen? Ich kenne ein gutes italienisches Restaurant neben dem Kino. Das gefällt mir. Ich liebe italienisches Essen. Treffen wir uns dann um 17:30 Uhr am Restaurant? Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ja, natürlich. Wir treffen uns um 17:30 Uhr direkt am Restaurant. Zuerst essen wir, danach gehen wir ins Kino. Ach so, perfekt. Das ist ein sehr schöner Plan. Soll ich im Restaurant einen Tisch reservieren? Ja, bitte. Am Samstagabend ist es dort immer sehr voll. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also bis Samstag um 17:30 Uhr. Bis Samstag. Tschüss, Lukas. Tschüss, Mia. Hallo, David. Hast du einen Moment Zeit? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Hallo Mia, ja, natürlich. Worum geht es denn? Du weißt ja, dass Frau Schmidt nächste Woche unsere Firma verlässt. Ich würde vorschlagen, dass wir ihr zusammen ein Abschiedsgeschenk kaufen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Frau Schmidt war immer so nett zu uns. Was sollen wir ihr kaufen? Wir könnten ihr Blumen schenken. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil Blumen nach einer Woche kaputt sind. Es wäre besser, wenn wir etwas kaufen, das lange bleibt. Ich würde lieber ein schönes Buch und eine Tasse kaufen. Was denkst du darüber? Einverstanden. Frau Schmidt liest sehr gerne und trinkt jeden Tag Tee im Büro. Wie viel Geld wollen wir ausgeben? Ich schlage vor, dass jeder Kollege 5 Euro gibt. Wir sind 10 Personen, also haben wir 50 Euro. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. 50 Euro sind genug für ein schönes Geschenk. Wer sammelt das Geld? Ich kann das Geld sammeln, weil ich morgen alle Kollegen in der Besprechung sehe. Kannst du dann einkaufen gehen? Ja, kein Problem. Wann soll ich einkaufen? Ich könnte am Mittwoch nach der Arbeit in die Stadt gehen. Was hast du am Donnerstag vor? Es wäre besser, wenn wir zusammen gehen. Am Donnerstag habe ich frei. Passt es dir am Donnerstag um 17 Uhr? Ja, das passt mir gut. Dann treffen wir uns vor dem Buchladen am Marktplatz. Und wer schreibt die Karte? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir kaufen eine große Karte und alle Kollegen schreiben etwas Persönliches hinein. Was würdest du davon halten? Das gefällt mir richtig gut. Das ist viel schöner als nur ein Name. Wann geben wir ihr das Geschenk? Am Freitag ist ihr letzter Arbeitstag. Wir können es ihr in der Mittagspause geben, dann sind alle Kollegen da.
Perfekt, so machen wir es. Und wer hält eine kleine Rede? Das kannst du machen, weil du am längsten mit ihr gearbeitet hast. Danke, David. Das ist ein toller Plan. Gerne. Bis morgen im Büro. Tschüss. Tschüss, David. Hallo, Emre. Wie geht es dir? Du siehst müde aus. Hallo Mia. Ja, ich hatte eine stressige Woche. Ich brauche dringend eine Pause. Dann habe ich genau die richtige Lösung. Ich würde vorschlagen, dass wir am Wochenende einen Ausflug nach Köln machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super. Ich war noch nie in Köln. Wann wollen wir fahren? Wollen wir am Samstag ganz früh losfahren? Einverstanden. Es wäre gut, wenn wir um 8 Uhr fahren, dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Wie sollen wir fahren? Wir könnten mit dem Auto fahren. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil das Parken in Köln sehr teuer ist. Ich würde lieber mit dem Zug fahren. Mit dem Deutschland-Ticket kostet es nichts extra. Was hältst du davon? Du hast recht, so machen wir es. Der Zug ist auch bequemer und wir können unterwegs reden. Was möchtest du in Köln besichtigen? Ich schlage vor, dass wir zuerst den Kölner Dom besuchen, weil er direkt am Bahnhof liegt. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. Der Dom ist weltberühmt. Danach könnten wir am Rhein spazieren gehen und die Altstadt ansehen. Was würdest du davon halten? Das gefällt mir sehr. Ich möchte auch gerne das Schokoladenmuseum besuchen. Ich liebe Schokolade. Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Es gibt in Köln ein Schokoladenmuseum. Dort kann man sehen, wie Schokolade gemacht wird, und man kann sie auch probieren. Ach so, das klingt fantastisch. Da komme ich gerne mit. Wo sollen wir zu Mittag essen? Ich hätte einen guten Vorschlag. In der Altstadt gibt es viele traditionelle Restaurants. Dort können wir typisch kölsches Essen probieren. Einverstanden. Wie viel Geld sollen wir mitnehmen? Ich denke, 50 Euro pro Person sind genug. Ja, das reicht für Essen, Museum und ein kleines Souvenir. Um wie viel Uhr treffen wir uns am Samstag? Wie wäre es mit 7:45 Uhr am Hauptbahnhof? Ja, das geht. Soll ich unterwegs etwas zum Frühstück mitbringen? Ja, gerne. Ich freue mich riesig. Bis Samstag. Bis Samstag. Tschüss. Hallo Max, wie geht es dir? Hallo Mia, es geht so. Ich sitze den ganzen Tag im Büro und fühle mich nicht fit. Mir geht es genauso. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir zusammen Sport machen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Alleine habe ich nie Motivation, aber zusammen macht Sport viel mehr Spaß. Welchen Sport möchtest du machen? Wir könnten ins Fitnessstudio gehen. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil das Fitnessstudio sehr teuer ist. Es kostet 40 Euro im Monat. Ich würde lieber im Park joggen. Das ist kostenlos. Was denkst du darüber? Du hast recht, so machen wir es. Joggen an der frischen Luft ist auch gesünder. Wie oft sollen wir trainieren? Ich schlage vor, dass wir 3-mal pro Woche joggen. Ich denke, es wäre besser, wenn wir am Anfang nur 2-mal pro Woche laufen, weil wir noch keine Kondition haben. Später können wir mehr trainieren. Was würdest du davon halten? Einverstanden. Das ist realistischer. An welchen Tagen hast du Zeit? Was hast du am Dienstag und am Donnerstag vor? Passt es dir an diesen Tagen um 18 Uhr? Am Dienstag geht es? Aber am Donnerstag kann ich leider nicht, weil ich einen Deutschkurs habe. Wie wäre es mit Samstagmorgen? Ja, das passt mir gut. Also Dienstag um 18 Uhr und Samstag um 9 Uhr. Wo treffen wir uns? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir treffen uns immer am Parkeingang neben dem Café. Dort gibt es auch einen schönen Laufweg um den See. Hervorragender Vorschlag. Der Weg um den See ist ungefähr 3 Kilometer lang. Perfekt für den Anfang. Brauchen wir neue Sportsachen? Ich brauche neue Laufschuhe. Meine alten sind kaputt. Wollen wir am Wochenende zusammen einkaufen gehen? Das gefällt mir. Im Sportgeschäft gibt es gerade Rabatte. Ich kaufe mir auch eine neue Sporthose. Super. Dann starten wir nächste Woche mit dem Training. Sollen wir nach dem Joggen zusammen frühstücken? Das ist eine schöne Belohnung. Das Café am Parkeingang hat leckere Brötchen. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis Samstag im Sportgeschäft. Tschüss. Tschüss, Max. Hallo Paul. Was für ein schöner Tag heute. Hallo Mia. Ja, endlich ist der Sommer da. Ich liebe dieses Wetter. Ich auch. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir ein Grillfest in unserem Garten machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super. Ein Grillfest ist eine tolle Sommeraktivität. Wann wollen wir feiern? Wie wäre es mit nächstem Sonntag?
Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil viele Leute am Sonntag früh schlafen gehen, weil sie am Montag arbeiten müssen. Es wäre besser, wenn wir am Samstag feiern. Was hältst du davon? Du hast recht, so machen wir es. Samstag ab 16 Uhr ist perfekt. Wen möchtest du einladen? Ich schlage vor, dass wir unsere Nachbarn, Familie Weber und unsere Freundinnen, Sarah und Maria, einladen. Wie findest du den Vorschlag? Das gefällt mir. Familie Weber ist sehr nett und ihre Kinder können im Garten spielen. Was sollen wir grillen? Wir könnten Würstchen und Hähnchen grillen. Hervorragender Vorschlag. Ich mache dazu einen Kartoffelsalat und einen gemischten Salat. Sarah isst kein Fleisch, deshalb kaufe ich auch Gemüse zum Grillen. Das finde ich sehr aufmerksam von dir. Was trinken wir? Ich kann Limonade, Wasser und verschiedene Säfte für die Gäste kaufen. Was denkst du darüber? Einverstanden. Wer bringt was mit? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir fragen die Gäste, ob jeder eine Kleinigkeit mitbringt, zum Beispiel Brot oder einen Nachtisch. Das finde ich sehr gut. Dann müssen wir nicht alles alleine kaufen. Haben wir genug Tische und Stühle? Wir haben nur einen kleinen Tisch. Kannst du Familie Weber fragen, ob sie uns ihre Gartenstühle leihen können? Ja, kein Problem. Ich frage sie heute Abend. Und die Musik? Du hast doch einen Lautsprecher, oder? Ja, genau. Ich mache eine schöne Playlist mit Sommermusik. Wer macht nach dem Fest sauber? Wir machen es zusammen, dann geht es schneller. Du grillst und ich kümmere mich um die Getränke und die Gäste. Perfekt. Das ist ein super Plan. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich mich auch. Tschüss, Mia. Tschüss, Paul. Hallo Tim, wie geht es dir? Hallo Mia. Gut, danke. Aber meine Wohnung ist so voll. Ich habe zu viele alte Sachen. Bei mir ist es genauso. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir zusammen auf dem Flohmarkt unsere alten Sachen verkaufen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. So haben wir mehr Platz und verdienen noch Geld. Wann ist der nächste Flohmarkt? Der große Flohmarkt am Rathaus ist jeden ersten Samstag im Monat. Der nächste ist also schon in 10 Tagen. Passt es dir an diesem Samstag? Ja, das passt mir gut. Was möchtest du verkaufen? Ich habe viele alte Bücher und Kleidung. Ich habe auch Kleidung, dazu altes Geschirr und ein paar Spiele. Wir könnten einen Stand zusammen machen und die Kosten teilen. Was denkst du darüber? Einverstanden. Ein Stand kostet 20 Euro, also zahlt jeder von uns 10 Euro. Wie transportieren wir die Sachen? Wir könnten mit dem Bus fahren. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil wir zu viele Kisten haben. Im Bus ist das sehr schwierig. Es wäre besser, wenn wir meinen Bruder fragen. Er hat ein Auto und kann uns helfen. Was würdest du davon halten? Hervorragender Vorschlag. Dann können wir alles bequem transportieren. Um wie viel Uhr müssen wir dort sein? Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr. Aber wir sollten um 7 Uhr da sein, weil wir den Stand aufbauen müssen. 7 Uhr ist sehr früh. Ja, leider, um 7 Uhr müssen wir den Stand aufbauen. Aber die besten Kunden kommen am Morgen. Okay, du hast recht. Und die Preise? Ich schlage vor, dass wir nichts über 10 Euro verkaufen. Kleine Preise verkaufen sich besser. Das gefällt mir. Wir schreiben die Preise auf kleine Zettel. Was machen wir mit dem Geld? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir gehen danach zusammen essen und den Rest sparen wir. Einverstanden. Das ist eine schöne Belohnung. Ich rufe heute meinen Bruder an. Super, danke Mia. Bis bald. Tschüss, Tim. Hallo Daniel, hast du schon gehört? Frau Yilmaz zieht nächsten Monat nach München. Hallo Mia. Ja, das habe ich gehört. Wie schade. Sie ist die netteste Nachbarin im ganzen Haus. Genau. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Abschiedsparty für sie organisieren. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag wunderbar. Frau Yilmaz hat uns so oft geholfen. Wann sollen wir feiern? Wollen wir das an ihrem letzten Wochenende machen? Einverstanden. Sie zieht am 30. um, also könnten wir am Samstag davor feiern. Passt es dir am 25. um 15 Uhr? Ja, das passt mir gut. Wo sollen wir feiern? Wir könnten die Party in meiner Wohnung machen. Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir im Garten hinter dem Haus feiern, weil dort mehr Platz ist und das Wetter schön sein soll. Was hältst du davon? Du hast recht, so machen wir es. Wen möchtest du einladen? Ich schlage vor, dass wir alle Nachbarn aus unserem Haus einladen. Wir sind ungefähr 15 Personen. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. Frau Yilmaz kennt alle und wird sich sehr freuen. Was machen wir mit dem Essen? Ich hätte einen guten Vorschlag. Jeder Nachbar bringt etwas mit. Ich backe einen Kuchen und du könntest Getränke kaufen. Was würdest du davon halten? Das gefällt mir sehr. So hat niemand zu viel Arbeit.
Sollen wir ihr auch ein Geschenk kaufen? Ja, unbedingt. Wir könnten Blumen kaufen. Was meinst du? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil Blumen beim Umzug kaputt gehen. Ich würde lieber ein Fotoalbum mit Bildern von allen Nachbarn machen. Das ist persönlicher. Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Natürlich. Wir machen ein Fotoalbum mit Fotos von allen Nachbarn und jeder schreibt einen kleinen Text dazu. Ach so, das ist eine fantastische Sache. Ich sammle die Fotos und du kaufst das Album, okay? Okay, kein Problem. Und wer sagt den Nachbarn Bescheid? Ich schreibe eine Einladung und hänge sie morgen im Hausflur auf. Perfekt. Frau Yilmaz wird sich riesig freuen. Bis bald, Mia. Bis bald. Tschüss.